Na, schauen wir mal auf aktuelle Umfragen. Und die Union ist da wirklich gerade im Hoch. Seit Friedrich Merz Ernennung zum Kanzlerkandidaten steigt die Zustimmung für CDU und CSU. Laut Allensbach-Institut liegt die Union nun bei 36%. Das ist der beste Wert seit 2021. Die AfD landet mit 16% auf Platz 2. Die SPD kommt auf 15%. Die FDP würde den Einzug in den Bundestag mit 4,5% verpassen. Merz schneidet auch im ZDF-Politbarometer ziemlich gut ab. 40% der Befragten trauen ihm das Kanzleramt zu. Olaf Scholz hingegen nur noch 28%. Und Professor Volker Kronberg, Politikwissenschaftler, ist mir jetzt aus Bonn zugeschaltet. Herr Kronberg, schön, dass Sie Zeit für uns haben. Ja, sehr gerne, Frau Droste. Guten Tag. Ja, nun, wenn man was wissen will über die Zukunft der Parteienlandschaft und auch das politische Personal, muss man sich ja die Jugendgruppen näher anschauen. Und bei der Grünen Jugend, da gab es ja wirklich ein regelrechtes Beben, denn parallel zum Rückzug des grünen Führungsduos hat sich was Ähnliches auch bei der Grünen Jugend ereignet. Der ganze Vorstand ist zurückgetreten und man muss auch sagen, weitere linke Kräfte dort aus der Jugendorganisation haben auch schon den Austritt erklärt, machen nun was Eigenes. Was bleibt dann da noch übrig von der Grünen Jugend? Wird das dann vielleicht auch eher eine grüne Habeck-Jugend? Naja, auffallend ist, dass diese Spitze, wie Sie es genau richtig sagen, gegangen ist mit einer Abrechnung sozusagen mit Blick auf die Regierungspolitik der eigenen grünen Mutterpartei sozusagen. Der Vorwurf lautete Konturlosigkeit, viel zu viele Kompromisse, die falschen Kompromisse, es geht in die falsche Richtung. Und die jetzt zurückgetreten und ausgetreten sind, wollen einen klaren Linkskurs. Kritik an der Wirtschaftspolitik, natürlich an Migration, vielem anderen mehr. Und das Signal derer, die die Partei jetzt und die Jugend da verlassen haben, ist eine neue grüne Bewegung. Interessant, Frau Droste, ist natürlich, dass andere starke Jugendverbände der Grünen wie Nordrhein-Westfalen oder andere diesen Schritt eben nicht mitgehen und auch Landesvorsitzende nicht mitgehen. Und ich beobachte, dass es auch innerhalb der grünen Jugend jetzt sehr viel Kritik an dem Agieren und dem Rück- und Austritt dieses Spitzenpersonals gibt. Es ist ein Klärungsprozess der Nachwuchsorganisation jetzt bei den Grünen. Das hat natürlich auch damit zu tun, dass die Grüne Partei hier in Regierungsverantwortung ist und dann noch in einer sehr besonderen eben einem Bündnis aus 3 Parteien. Und jetzt nehmen wir nun mal Gelb und Grün, dass die nicht zusammenpassen. Das ist schon länger erkennbar und das zeigt sich dann natürlich bei den Vorstellungen und Wünschen und Maximalforderungen oftmals der Nachwuchsorganisation. Ja, aber das ist ja spannend, dieses Ringen um den Kurs, um die eigene Position, die Sie jetzt bei der Grünen Jugend beschrieben haben. Das sieht ja bei den Julis, also den jungen Liberalen, zumindest scheint so ein bisschen moderater aus. Die treffen sich jetzt auch dieses Wochenende zum Bundeskongress. Und man hört da zwar immer wieder, wie man das ja eigentlich auch kennt aus Jugendorganisationen, Kritik am Kurs, Rentenpaket etwa, auch mal Rücktrittsforderungen vom Sächsischen Landesverband etwa formuliert Richtung Generalsekretär Bijan Djirzaraj. Aber so richtig den Aufstand, den probt man dort nicht. Woran liegt das in Ihren Augen? Naja, das ist natürlich schon auch ein anderer Jugendverband. Die Liberalen und die jungen Liberalen gehen auch, ich will sagen, ein Stück weit eben doch moderater. Sie haben es selbst so auch zutreffend formuliert, mit der eigenen Parteispitze um, weil letztendlich auch bei den jungen Liberalen die Kritik überhaupt nicht so fundamental ist, wie wir das jetzt bei der Grünen Jugend beobachtet haben. Da geht es einerseits um Inhalte, da geht es ein Stück weit da auch bei den Grünen um Ideologie und natürlich eine Generalabrechnung mit dem Spitzenpersonal. Das haben wir bei den Julis in dem Maße nicht. Was Sie andeuten, ist vereinzelt dann Forderungen. Der Generalsekretär, dieser Posten ist immer der undankbarste, der dann am ehesten zur Disposition stellt. Aber spannend ist ja weder die Ministerinnen und Minister noch, und das ist natürlich die entscheidende Figur nach wie vor bei den Liberalen und auch in Zukunft, noch am Parteivorsitzenden und Finanzminister Christian Lindner. Und wenn selbst aus der Nachwuchsorganisation eine solche Kritik oder gar Rücktrittsforderung überhaupt nicht vernehmbar ist, dann zeigt das doch, dass die Geschlossenheit nach wie vor groß ist, aber man darf auch nicht übersehen, natürlich ist der Unmut, die Unzufriedenheit mit der, ich will mal sagen, liberalen Performance
abschneiden bei den Landtagswahlen oder überhaupt bei den zurückgegangenen Wahlen, Europawahl, aber natürlich auch die Performance in diesem ungeliebten, erzwungenen, ja fast Ampelbündnis natürlich groß. Ja, und gerade die Ampel, wenn Sie das ansprechen, man kann sich ja auch, ja, man kann wirklich große Sorgenfalten auch bekommen, wenn man jetzt auch noch mal darauf schaut, wie vor allem die Jugend in den Ostbundesländern jetzt abgestimmt hat, nämlich auch ja, sehr weit für die AfD. Also was heißt das denn für den politischen Nachwuchs? Und sehen Sie da durchaus eben auch das Agieren der Ampel mit für verantwortlich, dass letztendlich die Lust, auch das Vertrauen an solch eine Bundesregierung eigentlich verdammt gelitten hat? Ja, ich würde die Frage bejahen, wenn wir die Nachwahlbefragung gerade der drei ostdeutschen Landtagswahlen uns anschauen, das Wahlverhalten der Jungen, also der Erstwähler und der Alterskohorte, sagen wir bis Mitte 20, dann wissen wir ja, dass die AfD hier die stärkste Partei ist. Die Gründe sind natürlich vielschichtig. Das ist Frustration, das ist die Kritik an den sogenannten Etablierten, an den Mitteparteien. Das ist natürlich Kritik an den Parteien, die Regierungsverantwortung tragen. Das sind Verunsicherungen, das sind Sorgen, das sind auch spezifische ostdeutsche Befindlichkeiten. Muss man bei den Wählerinnen und Wählern, gerade den Jungen, auch schauen. Es sind mehr die Jüngeren, die männlichen, die weniger gebildeten und anderes mehr, weniger Einkommen. Aber letztendlich ist es natürlich eine Infragestellung und eine sehr gravierende Kritik an den Parteien und den Personen, die Verantwortung tragen, weil wir dürfen ja auch nicht vergessen, bei der letzten Bundestagswahl haben die Liberalen gerade bei der Jugend, bei den jungen Wählerinnen und Wählern sehr, sehr gut gepunktet. Und jetzt beobachten wir, und überhaupt in der Vergangenheit sagt man jüngere Wähler, Wählerinnen eher Mitte links. Und jetzt beobachten wir doch einen sehr besorgniserregenden Trend. Eher rechts, rechtsaußen, populistisch, womöglich gar extremistisch, Stichwort AfD. Ich habe die Gründe angedeutet, sie sind vielschichtig. Das sind auch natürlich Teile der jungen Wählerschaft, nicht die Mehrheit, nicht das Gros, aber doch besorgniserregend viele. Und damit müssen sich die Mitte, die etablierten Parteien, die Parteien der Mitte auseinandersetzen. Das hat auch was mit der Ansprache natürlich zu tun. Das hat was mit sozialen Netzwerken und anderem mehr zu tun. Hier ist gravierender Handlungsbedarf. Ja, definitiv eine große Hausaufgabe, die da an die etablierten Parteien auf jeden Fall rausgeht. Herr Kronenberg, ich danke Ihnen ganz herzlich für die Analyse. Ich danke Ihnen, Frau Drost.